You can of course drink our wine without spending much thought on the matter, simply because it tastes good. But you would be missing something. There's a lot more to our wines. Every bottle from Schloss Vollrads is part of an 800-year history, and the experience of many generations of winemakers and the specialities of our Rheingau soil and climate are contained in every glass. Our wines invite you to a journey of discovery on which you will meet Schloss Vollrads and the people that are today making wine with the same passion and the same awareness of quality as their predecessors in earlier centuries. Our journey of discovery begins in the springtime. In April, the vineyards around Schloss Vollrads awaken from their hibernation. Although the vines appear almost unchanged, it's only a question of days before their buds burst open. In the Schloss, everything is ready for the new vintage. Wine has been grown in the Rheingau for over 2,000 years. Even the Romans noticed that grapes grow particularly well here. At Schloss Vollrads, wine growing can be traced back to the 13th century, thus making Schloss Vollrads one of the oldest vineyards in Germany. Over the centuries, our working methods and techniques have continuously changed and developed, but our passion for wine, for this exceptional beverage, is the same today as it was at the beginning. The variety of grape that produces the most interesting wines in the Rheingau is Riesling, and we therefore cultivate only these grapes on our 81 hectares, since Riesling has ideal conditions here, a geological substratum of quartzite, slate and loess soil. Hillsides facing south, and an optimal climate with lots of sun but not too much heat. Riesling is the grape sort in the Rheingau, but Riesling is not always Riesling. There are hundreds of varieties. When planting a new vineyard, a decision must be made, either for high yields or for a perfect taste and the finest aromas. For us, there is no question about it. For every replantation, the highest quality has absolute preference. In the selection of so-called clones, climate change also plays a role. Presumably, our vines will be exposed to higher temperatures in the future. Whether the months of work in the vineyard were worthwhile will be revealed in the autumn. The first step is to find the right moment to begin picking the grapes. Das sind ja jetzt die goldgelben Beeren, schon ganz braune Kerne und kleine Kerne, die lösen sich schon gut vom Fleisch. Und bei den grünen Beeren haben wir noch ganz sulziges Beerenfleisch, haben Kerne, die noch grün sind, die noch weiter reifen können. Before the harvest begins, we closely check our grapes and take samples. Each location is different. Das sieht man jetzt deutlich, ne, dass die zwei goldgelb sind und hier ist noch mehr Reifepotenzial drin. Some of the grapes here have already been affected by the very desirable noble rot. For the harvest, it means that we must be very selective in the picking. In the Schloss, we carefully check the samples from the vineyards. According to the ripeness of the grapes, totally different wines can develop, even from grapes from exactly the same location. Das sind die Trauben, aus denen normalerweise Qualitätsweine gemacht werden, grün, saftig. Das sind die Trauben, die wir heute lesen wollen für ein Kabinett, goldgelb. Aus den ganz kleinen goldgelben Beeren mit schon einer sehr dunklen Beerenhaut werden die Spätlesen gemacht. Das ist die beginnende Edelfäule. Da ist zwar noch viel Saft drin, aber man sieht, dass die Beere schon beginnt hier einzutrocknen. Das ist die Traube, aus der Auslese gemacht werden. Wenn sie weiter eingeschrumpft ist und fast rosinenartig, dann gibt es die Beerenauslesen. Und aus den ganz eingetrockneten, in denen fast gar kein Saft mehr, sondern eher so ein Mus noch drin ist, das sind die Trockenbeeren.
Damit man das vielleicht nicht nur schmeckt, wenn man die Trauben isst, sondern auch mal sieht, was es an analytischem Ergebnis hat, pressen wir jetzt die Trauben mal aus und gucken, wie der Oechsle-Gehalt, also der Zuckergehalt des Saftes ist. Wollen wir mal sehen, ob unser Eindruck im Weinberg sich auch bestätigt, wenn wir das nochmal messen. Ja, das sind jetzt so 82 Oechsle. 82 degrees Oechsle. That's more than enough for a Qualitätswein with Prädikat. But what about the taste and the aromas? Ist noch nicht reif. Schmeckt noch sehr grün, dominante Säure. Mhm. Gute Fruchtigkeit, erinnert aber in der Aromatik eher so an grüne Äpfel, bisschen Zitrone. Ja. Wir wollen die Aromen für ein Kabinett ja reifer haben. Also die lassen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hängen, die grünen. Ne? And what about the golden yellow grapes? Zuckergehaltes, das sind die wir brauchen. Die haben jetzt 90 Grad Oechsle. Also aus denen kann man dann sicherlich einen sehr guten Kabinett machen. Wenn wir das so umsetzen können in der Lese, ist das sicherlich genau richtig. Ja, man sieht schon an der Farbe, ne? Die Farbe ist schon gelber, ist nicht mehr ganz so grün. Bildet sich auch in der Aromatik ab. Da geht es jetzt eher in Richtung Pfirsich, Aprikose, gelbe Pflaumen. Naja, also das sieht so aus, als ob sich das lohnen würde. Hier haben wir schon mal 118 Grad Oechsle. Now it's clear. The grape harvest can begin. In the vineyard, the pickers are receiving instructions what to do. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen, welche Trauben ihr heute lesen sollt. Das sind die idealen Trauben für Kabinettwein. Den wollen wir heute hier ernten. Das gibt ganz fruchtige, ausdrucksstarke, komplexe Kabinettweine. Die hier sind noch grün. Die bleiben am Stock, nicht abschneiden. Die hier auf dem Boden. Ja, die sind sehr spät verblüht, sind noch ganz sauer. Und manche Trauben haben eine beginnende Botrytis. Hier zum Beispiel. Dann schneiden wir in der Mitte durch und nehmen den roten Eimer. Und danach gehen wir auf den Tisch zum Selektieren. Ja? Die im blauen, im grünen Eimer, die Hälfte im roten Eimer. Das bleibt, das auf dem Boden. Okay. Ja? Alles klar? Alles klar, ja. Gut, okay. Auf geht's. Ja. Wir haben schon Jahre gehabt, da haben wir bis zu 5, 6 Durchgänge durch die Trauben gemacht, um immer das jeweils reifste Lesegut herauszuholen und den anderen Trauben einfach noch die Zeit zu lassen, ein bisschen nachzureifen. Wenn Sie so wollen, ernten wir unsere Trauben, wie Sie zu Hause Tomaten oder Erdbeeren ernten würden. Ja? Sie holen immer nur die reifen Früchte, die am intensivsten schmecken, weg. Bei uns kommt dann noch dazu, dass wir auch eine ganz konkrete Vorstellung haben, für welchen Typ von Wein wir die Trauben ausselektieren. Und das macht dann letztendlich die Handlesekräfte nicht nur unentbehrlich, sondern unglaublich wertvoll. Also da kommt uns zugute, dass unsere Handlesekräfte teilweise schon über 30 Jahre zu uns kommen. Das sind also wirklich keine Saisonarbeitskräfte, sondern das sind Facharbeiter für uns. Our harvest helpers come from Poland. Some of them are here several times a year, since there are always things to do in the vineyards. Peak season is, however, in the autumn, since for our former selective harvesting we need many hands. Machen, glaube ich, wenige so intensiv. Bei uns ist es halt so, wir bauen ausschließlich Riesling an und wollen verschiedene Geschmacksstufen, verschiedene Qualitäten aus einem Jahrgang, aus einem Weinberg, aus einer Rebsorte anbieten. Und da ist die Selektion der Trauben eigentlich das Maß der Dinge. Das ist das Mittel, das wir einsetzen, um diese Vielfalt des Rieslings abzubilden. Aber es ist sehr aufwendig. Ne? Was ist schon einfach im Leben. The harvest is of course much quicker using a harvesting machine. And at some locations, if the conditions are right, we use one. The harvester is only useful with a very homogeneous crop. The grapes must be at a uniform stage of ripeness, or a manual pre-selection must have already taken place. Then the machines are indeed very useful. The engineering is now so advanced that grapes and plants can be treated with care. We can therefore confidently trust our machines with the vines, and sometimes the harvester can solve problems which would have given us headaches in the past. Wenn zum Beispiel eine Regenfront gemeldet ist, kann der Vollernter in diesem Weinberg das homogene Traubengut, das vorselektiert wurde von unseren Lesekräften, dann einsammeln.
Und diese Kombination von Handlese und Maschinenlese ist eigentlich eine sehr gute Option, gerade dann, wenn im Herbst, im Oktober oder im November Schlechtwetter gemeldet ist. Immediately after the harvest, we bring the grapes into the Schloss for pressing. The journey isn't far. Our vineyards are without exception in the immediate vicinity. For pressing, we have two modern electronically operated presses in use that squash the grapes in a very careful manner. The fresh must is filtered and transported via pipes to the fermentation tanks, where yeast is added. We use stainless steel tanks. The wooden barrels of the past haven't been in use for a long time. Holzfässer haben natürlich im Vergleich zu den Edelstahltanks einen großen Nachteil. Holz gibt Geschmack ab. Durch die Holzfässer wurde der Weingeschmack natürlich intensiv verändert. Es kam die Idee auf, die Aromen 1:1, das heißt also die Aromen der Traube, möglichst in die Weinflasche hineinzubekommen. Und so kamen die Edelstahltanks auf. The use of a cooling system in the cellar accompanied the use of steel tanks. Temperature regulation in the tanks allows for a very precise control of fermentation. In this way, it can be ensured that all aromas remain in the wine instead of being allowed to escape. In the tanks, yeast changes sugar into alcohol. The gurgling of the escaping carbon dioxide is the typical sound in the wine cellar in these weeks. Let's jump back in time to the early summer. Just after the vine has blossomed, our workers are out and about in our best locations with clippers, doing something unusual. Yes, you're right. They're cutting the bunches of grapes in half. A lot of work, but the results can be seen in the autumn. Das ist also eine sehr lockere, goldgelbe Traube, sehr klein, weil der untere Teil eben bei der Traubenhalbierung entfernt wurde. Und so sieht eine Traube aus, wo diese Traubenhalbierung nicht durchgeführt wurde. Der untere Teil ist noch dran. Die Farbe ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Die Farbe ist ein Indikator für die Reife. Also das heißt, die halbierten Trauben reifen sehr viel früher. Sie sind sehr viel aromatischer im Geschmack. Sie sind aber auch sehr lockerbeerig. Dadurch bleiben diese Trauben sehr, sehr lange gesund und können lange, lange am Stock hängen bleiben. Das sind die idealen Voraussetzungen auch für spät gelesene Trauben. Some weeks later, the first night frosts have coloured the vineyards a reddish brown. Now it's time for the Spätleser grapes. Noble rot, the fungus botrytis, has secured a higher sugar content in the grapes. The weather is excellent, no rain and still a lot of sun. We can harvest the grapes in a splendid condition. This year the sugar content is around 100 Oechsler. We're more than satisfied. In the wine cellar, cellarmaster Herke can already take the first samples. What will it be like, the new Riesling from Schloss Vollrads? Is fermentation complete? Does the wine have the desired aromas, the right colour? All senses are called for. Eyes, nose and ears. Und was hört man jetzt so? Das Knacken der Kohlensäure. Also Sie hören so ein ganz bisschen das Perlen der Kohlensäure. Und das kann man an so Gläsern unheimlich gut hören. Und das dient jetzt dazu, einfach festzustellen, ist da noch Gärung, ist Energie? Das heißt, Gas noch Kohlensäure aus oder Gas keine Kohlensäure mehr aus? However, the most important test happens in the mouth, since the wine has to taste good. Nach der Gärung haben wir Jungwein. Das heißt Wein, wo die ganze Hefe noch drin schwebt. Ein sehr, sehr rustikaler Wein. Die Säure ist noch nicht harmonisiert. Die Weine sind sehr trocken, weil die Gärung normalerweise so weit lang geht, wie der Zucker in dem Wein ist. Und dieser Jungwein muss sich dann noch harmonisieren. Wie lange dauert das dann bei
Wir nehmen uns da eigentlich sehr viel Zeit für die Jungweinharmonisierung. Für uns ganz wichtig ist, dass die Weine möglichst langen Hefekontakt haben. Aus diesem Grund wird die Hefe von uns auch aufgerührt, ganz vorsichtig aufgerührt nach der Gärung. Und der Hefekontakt wird eigentlich bis Januar vorgenommen. Danach lassen wir die Hefe absetzen und können den Wein dann abstechen. Die Abfüllung beginnt normalerweise bei uns Ende März. Allerdings ziehen sich die Abfüllungen bei uns eigentlich den ganzen Sommer hin. We use glass stoppers to seal the bottles. In this way, the taste of cork is safely avoided, and the wine can be stored for a very long time. Die Weine verändern sich natürlich, sie verändern sich geschmacklich. Es gibt Kunden, die lieber die fruchtigen, jüngeren Weine wünschen. Wir haben aber auch genauso gut Kunden, die den ausgereiften Riesling mögen. Das ist einfach Geschmackssache. Also ich persönlich trinke Rieslinge eigentlich viel lieber, wenn sie etwas ausgereift sind. Das heißt eigentlich, wenn sie mal mindestens 3 Jahre alt sind. Und ansonsten ist nach oben hin keine Grenzen. In the vineyard, there's still much to do. After the harvest, the vines must be prepared for the following year. The plants that have yielded this year have to be cut back. The right shoots with the correct number of buds must be left. Das ist unser wichtiges Werkzeug und Rebschnitt, meiner Meinung nach, unsere wichtige Arbeit. Wenn das läuft krumm, läuft die ganze Jahr krumm. Wirklich. Every worker looks after and treasures his pruning shears. They all know how important their work is and they're proud of it. Ich finde es toll. Mit einer Mannschaft draußen zu gehen, mit 10 oder 12 Mann. Da sehen wir wirklich am Feierabend jeden Abend genau, was wir geschafft haben. Und das ist doch gut, oder? After pruning, the vineyards could sink into hibernation. But there's one more thing. On an icy night, at the beginning of December, there's a sudden outbreak of activity in the vineyard. It's the ice wine harvest. The thermometer's showing minus 13 degrees and the grapes are frozen like stones. Each year we keep back a few rows in our vineyards for this rarity. For the wine that's obtained from these grapes is something very special. Since the water in the grapes is frozen, the must contains an exceptional amount of sugar, and that creates a unique taste. Der Eiswein ist was Besonderes. Das ist, in der Regel ist es der Endpunkt der Lese. Das ist eigentlich immer so der krönende Abschluss des Jahrgangs. In manchen Jahren war es so, dass wir den Eiswein dann auch nicht abgefüllt haben, weil es uns unseren Qualitätsansprüchen nicht genügt hat. Aber das ist sicherlich, denke ich, wird unter die Top 5 der Eisweine der letzten 25 Jahre hier kommen. Das ist ja auch eine logistische Herausforderung. Wie kriegen Sie denn das auf die Reihe, dass Sie alle richtig da sind? Da gibt es so eine Liste, wo sich jeder, nein, freiwillig ist das nicht, wo man eingetragen wird und dann wird vorgewarnt. Da müssen alle ran. Alles eigentlich, Büro, Verkauf, Keller, Außenbetrieb. Und wer dann sagt, er hat das Telefon nicht gehört, der kriegt dann auch mal geschimpft. Vor allen Dingen ein tolles Team-Event. Also wir sind heute im Prinzip alles Mitarbeiter von Schloss Vollrads, die zum Teil sonst das Jahr über nicht im Weinberg arbeiten. Und für die ist es auch immer eine tolle Gelegenheit, mit den anderen Kollegen mal rauszugehen und eben gerade diesen Abschluss dieser Weinlese dann auch ein Stück weit zu feiern, wenn man so will. Ja? We have to work fast tonight. The weather forecast has predicted approaching warm air. That would be fatal. After 2.5 hours, more than 4 tons have been picked and brought into the wine pressing house. Here too the work must continue without pause, since the frozen grapes mustn't be allowed to thaw, or even begin to do so. The large press is filled with rock-hard frozen grapes. A special electronic program begins the pressing. The pressure increases slowly, and the suspense in the team. Then finally, the first drops, the first trickles. And then the question,
How many Oechsler will the ice wine have this year? One year, our ice wine had over 300 Oechsler, the highest amount ever recorded. And this time? Grad Oechsler. Oh, läuft wie Öl ins Glas. Und wie ist er? Klasse. Schöne Säure, herzhaft, ganz, ganz sauber, toll. Super Eiswein. So muss es sein. Now, finally, Schloss Vollrads can begin its winter sleep. Until April, when a new vintage calls our workers into the vineyards. As always, during the last 800 years.